to say, I'm ready to receive it. I'm ready to embrace it. And I'm ready to run with it. Und was auch immer Gott zu sagen hat, bin ich bereit, es anzunehmen, es zu umarmen und annehmen und damit laufen. Amen. Amen. I was immediately at the beginning of the year, when I was praying, I was looking for a meaning of this year 2022. Ganz am Anfang habe ich dann gesucht und die Bedeutung für dieses Jahr 2022 gesucht. Because I realized numbers are significant in the Bible. Weil ich weiß, dass Zahlen eine Bedeutung in der Bibel haben. And in the Strong's Hebrew lexicon, Und in der Strong hebräische Lexikon. Strong is the Bible concordance. Strong ist eine Bibel Querverzeichnis. I remember it's so big. I remember I got mine when I joined Bible school. Und es ist so ein großes Buch, dickes Buch. Ich hatte meins zum ersten Mal bekommen, als ich in die Bibelschule kam. And Strong's Hebrew lexicon explains that number H 2022 matches the Hebrew word, which is H-A-R, har. Dieses Lexikon sagt, dass das hebräische Wort, dass die Zahlen H 2022 zusammen zu bringen mit dem hebräischen Wort Hash sind. Which occurs 547 times. Und dieses Wort kommt 547 Zeit In 486 Mal. verses. In 486 Versen. In the Hebrew Westminster Leningrad Codex. In den hebräischen Westminster Bibelkorrespondenzen. So those are the many times it occurs in this codex, Hebrew Codex. So oft kommt dieses Wort in den hebräischen Kodex. And the King James Bible translation translates this H 2022 in the following manner. Und die King James Übersetzung übersetzt diese H 2020 in folgenden Arten. Number 1, 261 times as mountain. Also dieses Wort H wird aus der hebräischen H 2022. Genau, wird in Englisch 261 Mal als Berg übersetzt. Number 2, 224 times as a mount. Und dann als Hügel wird es 224 Mal übersetzt, Hügel. 59 times as a hill. Ein Hill. Hügel, Berg, Hill, was? Berg, auch Berg, Kleinberg, Kleine so Berg. 59 Mal als Kleinberg. And one time as a hill country. Und einmal als Bergland übersetzt. And one time as promotion. Und einmal als Beförderung. So you realize in the Hebrew, this Westminster Codex, it says H 2022. Also in dieser Bibelkodex aus Hebräisch heißt es H 2022. It has something to do with mountain. Hat was mit Berg zu tun. And that's why I saw it's coming together with this word arising. When you have to climb the mountain. Darum sehe ich, dass das kommt zusammen mit dem Wort Erhebung, sich zu erheben. And when you so study wie the in den Bible, Berg steigen. when you study the Bible, you realize mountains have significance. Und wenn wir die Bibel studieren, sehen wir, dass Bergen haben eine Bedeutung. And they have symbolic and prophetic senses as well. Sie haben symbolische und prophetische Bedeutung auch. The story of Abraham.
die Geschichte Abrahams, when you read Genesis chapter 12, wenn wir 1. Mose Kapitel 12 lesen, God called Abraham to leave his family. Gott berief Abraham, seine Familie zu verlassen. And in verse 6 it says, Abraham, in Hebrew, Genesis 12:6 it says, Abraham traveled through the land as far as the site of the great tree of Moreh at Shechem. At that time, the Canaanites were in the land. Genesis 12:6. Also 1. Mose 12, Da vorne. Vers 6. Und Abraham durchzog das Land bis zu den Orten Sichern bis zur Terebinhöhe. Weiter. Und Mores und die Kanaaniter waren damals im Landes. So you see, Abraham, when God spoke to him to move, Abraham started moving. Also als Gott zu Abraham sprach, zu gehen, fing er an zu reisen. And that's what I was saying. When God speaks something to you, better get moving. Und darum sagte ich, wenn Gott dir was sagt, dann beweg dich. And verse 7, he says this. Und in Vers 7 sagt es, The Lord appeared, verse 7 of Genesis 12. Yeah, Genesis 12:7. The Lord appeared to Abram and said, to your offspring I will give this land. 1. Mose 12, Genesis 12:7. 1. Mose 12, Vers 7. Da erschien der Herr dem Abraham und sprach, deinem Nachkommen will ich dies Land geben. He promised, I will give your descendants this land. Er versprach, ich werde deinen Nachkommen diesem Land geben. You realize God is always speaking. He's always promises. He promises. Und wir stellen fest, Gott spricht immer wieder und er verspricht And immer when he wieder. promises something, he wants us to have it. Und wenn er was versprochen hat, möchte er, dass wir das bekommen. And then it continues to say, so he built an altar there to the Lord who had appeared to him. Und dann sagt der Vers weiter, und er baute dort einen Altar dem Herrn, der ihm erschienen war. He built an altar there to the Lord who had appeared to him. Er baute dort einen Altar dem Herrn, der ihm erschienen war. In verse 8, it says, from there he went on toward the hills east side of Bethel and pitched his tent with Bethel on the west and Ai on the east. There he built an altar to the Lord and called on the name of the Lord. Danach, Vers 8, danach brach er von dort auf ins Gebirge östlich der Stadt Bethel und schlug sein Zelt auf, sodass er Bethel im Westen und Ai im Osten hatte, und baute dort dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn an. Something very significant we see in these verses. Was ganz Bedeutendes sehen wir in diesen Versen. God spoke to Abraham, Gott sprach zu Abraham and Abraham started obeying. und Abraham fing an zu gehorchen. In other words, he started moving with the word God spoke to him. In anderen Worten fing er an, mit dem Wort sich mit dem Wort zu bewegen, die He er vom Herrn started bekommen hat. running with the word that God has given him. Er fing an, mit dem Wort zu laufen, das ihm Gott gegeben hat. And he went from one mountain to another. Dann ging er von einem Berg oder Hügel zum anderen. But something significant Abraham did. Aber Abraham tat was ganz Besonderes. Ja. He built an altar. Er baut einen Altar. It tells us in verse 7, he built an altar there to the Lord who had appeared to him. In Vers 7 heißt es, er baute dort einen Altar dem Herrn, der ihm erschienen war. And in verse 8, he says, when he was in this hill in Bethel, there he built an altar to the Lord and called on the name of the Lord. Und in Vers 8 heißt es, dort am Osten von Bethel, baute er dort dem Herrn ein Altar und rief den Namen des Herrn an. An altar is a place of worship. Ein Altar ist ein Ort der Anbetung. An altar is a place where you come out of your familiarity and come to a place and call the name of the Lord. Ein Altar ist ein Ort, an dem du hingehst, nachdem du von deiner gewöhnlichen Umgebung rausgekommen bist, um den Herrn zu rufen. That's why it's very important for me in building this church.
Darum ist es sehr wichtig für mich, indem ich den Bau dieser Gemeinde, because it is an altar. weil es ist ein Altar. It is Es ist ein a Altar. place that we can come and call the name of the Lord. Es ist ein Ort, an dem wir kommen können, um den Namen des Herrn zu rufen. Because God says, my house shall be called a house of worship, a house of prayer for all nations. Weil Gott sagte, mein Haus soll ein Gebetshaus, ein Haus der Anbetung für alle Nationen sein. So I invite each and every one of us, as we are running with what God is speaking to us, Also ich lade jeden Einzelnen von uns, während wir mit diesem Wort laufen, was Gott uns gegeben hat, let's come and call on the name of the Lord. lass uns hier hinkommen und den Namen des Herrn anrufen. And God is a great God. Und Gott ist ein großartiger Gott. He's strong and powerful Er ist mächtig und kraftvoll. than the mountains in our lives. Kraftvoller als alle Berge in unserem Leben. And that's why no matter how burdensome your mountain may be, Und ganz egal, wie ermüdend dein Berg sein soll, trust in the Lord your Creator. vertraue dem Herrn, deinen Schöpfer. Call Deinen Schöpfer. upon the name who is your Creator. Rufe den Namen dessen an, der dein Schöpfer ist. He will give you the strength and the courage to arise, Er wird dir den Mut und die Kraft, um dich zu erheben, to go upward, um aufwärts zu gehen, to go higher, um höher zu kommen, to walk in the plans and purposes that He has prepared for you in this um in season. die Pläne und die Bestimmung zu wandeln, die er für dich in dieser Zeit vorbereitet hat. Amen. Amen. So we are going higher. Also wir gehen höher. And as we are doing that, let's call on the name of the Und Lord. während wir das tun, lass uns den Namen des Herrn rufen. Amen. Amen.